Dann wollen wir doch mal sehen. Wenn schon jemand im Chat ist, eine kurze Info. Ob schon alles live ist, wäre ganz hervorragend und ob ich zu hören bin. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen das mal wieder aus. Hallo Jessie, bin ich gut zu hören? Perfekt, Dankeschön. Dann würde ich sagen, wir machen einfach genau an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Ich muss selber überlegen, was genau das war, aber das kriegen wir hin. Ach stimmt, wir hatten gerade diesen Cremaladen gefunden. Ich habe doch irgendwo eine Ansicht, was ich tun soll. Oh ja, Vagabulle, genau. Was war das? Genau, wir dürfen zerzaust sein, kann taumelnd herumtorkeln und wir haben kein Zuhause. Da war irgendwas, ich erinnere mich. Das ist das und hier haben wir unser... Hier haben wir unser Journal. Zigaretten, genau. Wir sollen die Leiche untersuchen, das hat natürlich keine Priorität. Wir müssen noch den Verlust unseres Ausweises melden. Und wir haben das Funkgerät. Ach ja, genau, und wir sollten irgendwas bezahlen, aber ja, nicht so wichtig. Jedenfalls, ach ja, wir hatten ja die sexy Gärtnerhandschuhe bekommen. Und waren auf der Suche nach Zigaretten. Er bewegt sich irgendwie so ein bisschen langsam. Aber gut, das kriegen wir hin. Was ist das hier? Reifenspuren, die aufs Dach führen? Warte, welches? Was? Wieso aufs Dach? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich wissen will, warum das Auto aufs Dach gefahren ist, aber okay. Wer seid ihr denn? Life doesn't need to be a struggle. Ja, okay. Muss es nicht, hat er recht. I'll be with you in a Kann moment, aber. officer. Let me just finish my sandwich. Talk to Angry Old René first. Gut, dass er mich in meinem Zustand als Officer erkennt. Das ist schon mal eine positive Nachricht. Ganz so schlimm kann ich also nicht Have aussehen. you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, alright? Schöner Vergleich, während er auf seinem I'm Sandwich trying to, rumkaut. but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Oh ja, tatsächlich. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Ja, ich meine, warum Fragen stellen? Wir können das bestimmt. That's the spirit. Don't even waste your breath asking about the game. They wouldn't know anyway. They're way past their prime. Okay. Nein, wir könnten sie erst beobachten. Wir könnten sie unterbrechen, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich mitspielen. Also, ja, ich würde sagen, wir haben eine relativ gute Chance. Das machen wir. Na? Ich habe das Gefühl, das hat nicht This geklappt. felt wrong. Wrong like touching your sister's breast. You threw your sister's breast. Ich muss sagen, ich finde die Vergleiche, die er so hat, interessant. Mon Drücken wir es mal Dieu. so aus. Good job, officer. That was an excellent throw. Natürlich. There Natürlich war are es no das. two more harmful words an athlete can hear than good job. And this was downright embarrassing. Ja. Warum hat es sich so anhand? Das würde ja bedeuten, dass wir uns Gedanken machen, nicht wahr?
Ich hatte erwartet, dass etwas viel Spektakuläres passieren würde. Beim Werfen einer Kugel. Würde auch irgendwie Denken voraussetzen. Hier, die machen sich bestimmt über mich What are lustig. you talking about? You just executed a pretty much perfect petanque throw. Okay. With a pinch of fear. Was? Okay. How are you ever going to get the officer's shit off your nose, Gaston? Or even climb out of his ass? Was haben wir hier? So ist der alte lässige Art lösen. Voller Selbstvertrauen voran. Wir sind Extraklasse. Right. Was the demonstration it? Or do you still need something from us, officer? Yes, officer. What do we need from this gentleman? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir hier eigentlich gerade tun und warum wir es tun, aber ich habe ein Denkmal gesehen in einem Krater. Ja, wir könnten ja so langsam mal anfangen, was über diese Leiche rauszufinden. Ne? Vielleicht wissen die ja durch Zufall was. Sind zwar am anderen Ende der Stadt, aber das passt Unfortunately, I schon. don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Was ist denn mit In dem anderen? Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Okay, und warum hat er kein Problem? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Aber scheinen ja nichts zu wissen. If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. Er spielt also die ganze Zeit mit seinem Kollegen hier, Boccia. Meinetwegen. Regnet das eigentlich? Also soll das hier Regen darstellen? Wahrscheinlich schon, ne? This is a man with a lot of past, but little present, and almost no future. Ja, ich kann nicht nach Zigaretten fragen, das ist eigentlich auch egal. Der da unten sieht ein bisschen betrunken aus. Funktioniert in dieser Stadt irgendwas? Kann ja mal mit dem Kollegen da unten sprechen. Vielleicht hat er ja... Oh, warte. As you turn, a bright light catches your eye, making you squint. Oh, cool, Licht. So cool. Was für Licht? From a distant sunset, a stage light, flash photography, nowhere in particular. It's just what superstar law officers do. They squint at lights and they solve shit. Ja, natürlich bin ich ein Superstar. Warum müssen wir das nochmal klarstellen? Yeah, you have. You're a big dick cop. Dick Mullen. Salam Rocky Baye. Badass on the edge disco cop. Time to recede into a ludicrous fantasy world. Here we go. Camera. Lights. Action. With a sudden flash, the world freezes around you, and you along with it. In an iconic monochrome solution, a black silhouette against a rasterized orange world. It's on. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was passiert, wenn ich hier jetzt auf Ende klicke. Also wir haben uns ja jetzt offensichtlich die Bühne bereitet. Fangen wir jetzt an zu tanzen? Werden wir was auch immer tun? Ja, okay. Gar nichts. Und wir sollten unsere Hüte zungen. Mhm. Okay. Er ist offensichtlich betrunken. Vielleicht hat er Zigaretten. Nee, hat er nicht. Er hat nur eine Menge gesehen und offensichtlich auch so ein bisschen was gesagt. Was ist das hier? Sie an um... Oh, warte, wir haben hier gerade noch was bekommen. Ein Superstar der Extraklasse. Wenn wir es forschen, kriegen wir -2 Logik. Das scheint trotzdem unwahrscheinlich. Was? Okay. Problem.
Okay, um das erstmal klarzustellen. Niemand behauptet, dass du ein echter Superstar bist. Einer mit Groupies und Kokain mit Hepatitis C, der wie ein Löwe vor dem Mikro posiert. Du bist nicht Guillaume, wie auch immer, ich kann es nicht aussprechen, oder Davy Durs. Nein, du bist ein metaphorischer Superstar. Du indizierst deine Rock'n'Roll-Authentizität und deine Leidenschaft in einen Beruf, in dem die Leute nicht damit rechnen oder nichts davon wissen wollen. In dem, wie manche sagen würden, solche Dinge nichts zu suchen haben. Den Beruf des Polizisten. Ich glaube, wir können ihn aktuell nicht verinnerlichen. Außerdem sind wir noch ein bisschen damit beschäftigt, hier den Vagabullen zu erforschen. Ich würde sagen, da machen wir auch weiter. Wir haben noch 3 Stunden, 10 Minuten. Können wir weitermachen, kein Problem. Gucken wir doch mal, was wir hier unten haben. Einschusslöcher. Irgendwer hat auf diese Mauer geschossen, warum auch immer. In was für einer Stadt sind wir hier eigentlich? Und auch schon wieder Gedanken. Okay, ich höre Schreien von Seevögeln. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das jetzt irgendwas sagen soll. Ich habe aber das Gefühl, so mitten am Meer ist das eher normal. Fenster kaputt, Tipps schafft Abhilfe. Okay. Vielleicht finden wir Tipps, ja. Ich habe zwar keine kaputten Fenster, aber who cares. Kreisverkehr Nord geht's da lang und da lang. Cape Side Apartment, Bootsanleger. Hieß es nicht irgendwie am Hafen Bootsanleger oder so gibt es Zigaretten? Vielleicht gehen wir da einfach mal hin. Solche Buhlkugeln sind eines echten Mannes würdig. Ich würde damit jetzt nicht werfen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Was haben wir hier hinten noch? Eine Möwe. I guess. Nein, das ist keine Möwe. Ein Kormoran. Okay. Und hier hat jemand beim Programmieren nicht richtig aufgepasst. Oh, da muss ich da runter. Komme ich dahin? Dann gucken wir uns erst das an. Okay. Kreisverkehr Nord wieder. Cape Side Apartments. Dann ist das wahrscheinlich der Bootsanleger. Und da ist ein Motorrad samt Werkzeug. Können wir da reingehen irgendwie? Achso, nee, das ist eine Frau, die Farbe verschüttet. Klingt jetzt auch nicht so sonderlich interessant, wenn ich ehrlich bin. Oh, kann ich da Boot fahren? Sieht fast so aus. Ja, aber eine andere Farbe als in der. Außerdem, ich finde jetzt nicht, dass das aussieht, als wäre es vor kurzem gestrichen worden. Das ist vielleicht hier so ein Fleck, aber warum streicht man den Fleck eines Bootes? Das klingt jetzt nur so mäßig sinnvoll, wenn ich ehrlich bin. Okay, das ist nur für Anwohner. Kann ich mit dem reden hier? Hi? A striking woman leans against the Oh, cabin ist eine top Frau. of the Alles klar. sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Good morning, officers. I'm Joyce. Ja, hi. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCN. Okay, RCN haben sie wohl mit BMR übersetzt. Wissen wir, was das ist? Ich erinnere mich jedenfalls nicht. Wir fragen mal. I meant you, the Revachol Citizens Militia, the police. Bürgermiliz, okay. Ja, ich würde sagen, schütteln wir einfach mal I'm die glad Hand. to see you here. Kalte Hände. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. Okay, den Streik haben wir schon gesehen. Das war dieser Arbeiter, mit dem wir uns da geprügelt haben, weil wir rein wollten. Das ist nur so mäßig gut verlaufen. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. Hallo Ines. Ja, Zeit für Cops.
Wir wurden auf dem Weg hierher schon beleidigt. Wir haben Leute gefunden, die gerade spielen und wollten mitmachen, eher mäßig erfolgreich. Und jetzt haben wir hier gerade offensichtlich jemanden gefunden, der auf jemanden hier, Joyce Messier, die sich mit dem Streik beschäftigen soll, wo wir uns geprügelt haben, und unser Kollege sagt, wir haben ein ungewöhnliches medizinisches Problem. Ich nehme an, er meint unser Superstarheldencop-Dasein. Irgendwie sowas. Und wir können einen neuen Gedanken verfestigen, sobald wir zum Vagabullen geworden sind. Dann können wir nämlich ein echter Superstar, also fast echter Superstar werden. Aber mal gucken, was hier noch so rauskommt, ob sie uns das sagen können. There's a trace of irony in his voice. Mischief even. The lieutenant is hatching some scheme. Ich zeig's dir gleich. Also, ich muss gerade erst den Dialog hier beenden. Okay. Er ist ironisch, dass wir das mitkriegen. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation. And the full cooperation of the Wild Pines Group. Was auch immer die Wild Pines Group ist. It's hard to get a read on her precise disposition, but she appears helpful. Okay. Wir brauchen Geld für Zigaretten. Wir müssen noch was bezahlen. Vielleicht sollten wir sie einfach erstmal nach Geld fragen. Das ist doch ein guter Anfang. Is what you want to say, but it isn't that easy, is it? Warum nicht? Look at that lady. Take a gander. Squint your eyes, bub. Hat sie schöne Stoffe an? Ah, bestimmt. Why, yes. Tucked away under that sturdy green raincoat, almost rustic in its simplicity, a silk shirt and matching scarf around her gentle throat. Ja, sie wirkt jetzt erstmal While reich. dull orange pearls hang from her earlobes, red from the cold. Her light green eyes scan you, full of knowledge and worry. Wealth and all its possibilities. Ich sehe uns gleich schon wieder flirten. Und ich sehe es schiefgehen, wenn ich ehrlich bin. Now look at you, you misery-clad simian, barely able to tie your own laces. Your armpits are lakes. A scythe of booze precedes you. Your hair sticks to your forehead, and your underwear feels uncomfortable. Ja, und? Wir sind Superstarheldencop und wir sind Vagabulle, wir dürfen das. You're poor. Poor as balls. You can't ask this person for money. You're too... Ich meine, wir sind überzeugt von uns. Warum sollten wir uns schämen? Oh, but you are. Too ashamed to ask this person for money. Too scared to belittle yourself in her eyes. Those half-precious stones of Eau de Nil. Okay. Oh God, the lieutenant is here too. Do not dishonor the force. Seit wann haben wir so viel Pflichtbewusstsein hier? Das ist ja As I was anstrengend. saying, if there's any way I may be of assistance, please don't hesitate to ask. Ja, natürlich wollen wir das sagen. Wir haben die entsprechende Willenskraft. Voila, you're doing it. Really put your back into it. Yell it from the top of your lungs. Geld. Wie stark wollen wir sie sofort wieder verschrecken? Ich würde sagen, wir machen es einfach, wenn dann schon richtig hier. I'm sorry, I couldn't hear you. The wind is a bit strong. Could you repeat that? Ja, natürlich können wir das. How much money? Wie viel brauchen wir? Kann ich ins Tagebuch? Okay, wissen wir natürlich gerade nicht, das ist unangenehm. Nehmen wir 100. That's a good sum. Not too small, not fantastically large. She removes a few notes and hands Ich hätte them to you. nicht gedacht, The dass paper das is cold klappt. and oily to the Aber touch. wir haben 100 Real bekommen, weil wir Leute anschreien.
Ich finde, das ist ein guter Anfang. So sollten wir weitermachen. Whoa, whoa. Did you see how easy that was? Ask her for more. Toot toot, train to Moneytown. Nee, nach noch mehr müssen wir nicht fragen. Wir haben immerhin schon 100 bekommen. Can you eat honor? Are you an omnivore? Give me a break. Die Suggestion ist böse. Das kleine Teufelchen auf meiner Schulter, So, wie? I hope I didn't just bribe you, officer. It may not be technically illegal under the Emergency Act, but still. Genau, wir verstehen noch, wir versuchen noch das Konzept Geld zu verstehen und sie hat uns dabei geholfen, indem sie uns welches gibt. Ganz bestimmt. You're right, man, that donations are permitted under the Emergency Act, unseemly as it may be, as long as they are properly logged with the precinct. Natürlich werden wir die korrekt registrieren. Which he most certainly will do. Now, how else can I help the RCM today, besides supplementing its salaries? Wir könnten mal... Lass uns doch mal was über den Streik erfahren. Vielleicht erfahren wir dann auch, wie wir an dem Typen da vorbeikommen, ohne verprügelt zu werden. Wir sind fast tot. Everything. Right up to, but not including, trade secrets. Aber ich würde gern was über Geschäftsgeheimnisse wissen. First, you'd have to repeal the Emergencies Act of Trade in Elements. That gives me the right to silence. It's quite the octopus. Ja, das töten wir. Wenn die Notfallverordnung ein krankhaftes Ungetüm ist, dann bringen Good wir es luck. um. It's only kept in place by the vested interests of half the civilized world, including your own. What the ma'am means is that the Emergencies Act and the RCM both get their authority from the coalition government. Also wenn wir es aufheben, haben wir keine Macht mehr. Das wäre sad. But I am derailing us. You wanted to know about the strike? Yeah. I believe the official title is Senior Labour Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. Okay, wir haben es also mit einer Unterhändlerin zu tun. And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Okay, also hängen Streik und Mord wohl doch Now irgendwie they won't zusammen. even let me into the harbour. There's a 2-meter-20 racist behemoth blocking the gates. Ja, den kennen wir schon. Yes, Jean-Luc Measurehead. Ja, der blockiert tatsächlich sehr effektiv die Tore. Ja, wie lief's denn davor? Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. Okay, sie sind also schon 3 Wochen mit diesem Streik beschäftigt. Das klingt ein bisschen unangenehm. But the strike began in December. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. This isn't the first time the union has gone on strike. Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. Okay, ich meine, Vergütung von Überstunden und eine Krankenversicherung finde ich jetzt erstmal angemessen. Aber vielleicht bin ich doch ein bisschen komisch. Genau, was ist aus ihrem Vorgänger geworden? Mr. Clare told him to, how did he put it?
Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Das ist nicht cool. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the Union. Ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, ob ich ihr glauben soll, wenn sie sagt, das war fair. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt sie schon vom Arbeitgeber. Andererseits steht da schon so ein 2,20 Meter Rassist, der offensichtlich die Gewerkschaftler vertritt. Die sind mir beide nicht so ganz koscher. Sounds like usual aggressive posturing. Was fordert die Gewerkschaft denn? Sie sagen ja hier aggressivere Forderungen. Wollen wir doch mal hören. There are leaflets everywhere, and banners. What did they say again? Oh yes. Every worker, a member of the board. Ja, okay. Wir sind mal ein bisschen diplomatisch ausnahmsweise. Fortunately, they explained it. Every time the Wild Pines group makes a decision about anything, it needs the signature of each of the 2,200 workers in its Martinez terminal. Okay. Das klingt zum einen recht aufwendig und äußerst unpraktikabel. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. Ja, und was will sie dagegen tun? I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, a hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. And now, people are getting lynched, I hear. Behind the whirling in rags. A disastrous situation if there ever was one. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? I first heard it from the bowyer at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, "Call me mañana." Okay, den haben wir glaube ich noch nicht getroffen, oder? This checks out. So langsam wird das ja interessant. Wir haben einen Streik, wo sie fordern, dass sie quasi über Call me mañana. Wir haben einen Streik, wo sie fordern, dass sie an jeder Entscheidung jeder einzeln beteiligt werden müssen. Und zumindest sie scheint ja zu vermuten, dass dieser Streik im Zusammenhang mit dem Lynchmord steht. Interessant. The scabs? You mean the huddled masses of Jamrog, come to plead for work where the Union refuses to? If they were organized by Wild Pines or its affiliates, then it would be a company secret. I could not share it with you. Not right now, at least. Das klingt wie ein Eingeständnis, dass sie von ihr kommen. Aber gut, wollen wir noch mal ein bisschen was über den Gewerkschaftsboss herausfahren. Wer ist denn das so? Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the workers first. Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. Wirklich so schlimm? He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Klingt nach einer wunderbaren Familie. Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does, and when one's term as foreman is up, the other takes over. Okay, also die beiden wechseln sich ab, alles klar. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. Klingt ein bisschen... ja.
klingt ein bisschen nach einem sehr korrupten System. Sind das die einzigen in der Gewerkschaft? Wahrscheinlich nicht. Also nein, natürlich sind es nicht die einzigen in der Gewerkschaft, sonst würde da niemand streiken. The Debardeurs Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act, but they did it. I can respect that. Organized labor at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a... how do you say? A mob. The Debardeurs are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Everard and his brother. And your opinion, detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Debardeurs Union is... Okay. Mein Kollege hier scheint ja eine klare Meinung dazu zu haben. Und es klingt auch irgendwie sehr nach Mafia, da hat er schon recht. Die sind sozialistische Mafiabande? Ist ja eine Mafiabande sozialistisch? Sie stehen für Arbeiterrechte ein. Aber waren die Brüder auch schon beim letzten Mal beteiligt? Ja, was soll's. Thank you for being candid. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feed the wolf always hungers. Okay, was ist bei den Wahlen passiert? I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the Union. She disappeared. Disappeared? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore, or coming to work. Ever. End of story. Ich weiß nicht, ob das nach Erpressung klingt. Es klingt eher nach was anderem. Downright haunting, if you ask me. The Wild Pines suspected foul play, but what could they do? It was a union matter. The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares. Watch out when you're dealing with him. Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin hier fast tot, weil ich mit dem Kollegen gesprochen habe. Of course. How else can I help? Sie sind an Bord eines Bootes. Why, yes I am. Das ist offensichtlich, aber man sieht da nicht Of viele. course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Sind wir? Yes, we are. We are on Le Caillou. Ja, dass wir eine Küste haben, ist mir schon bewusst. Ich wusste nicht, dass wirklich alles drumherum, aber ja, okay. Natürlich, aber ich weiß natürlich, dass wir auf Le Caillou sind. Wahrscheinlich ein Teil von Revachol oder Revachol, egal. Finden wir raus, später. Ich glaube, sie hält uns für dumm. 1? 1? Okay. Wir wollen das jetzt herausfinden, wo wir sind, ja? Dann mal los. We are. And the city of Revachol is on the island of Le Ah, Caillou. okay, so rum. Das heißt, die Stadt ist auf der Insel. Also ja. Revachol, Stadt, Insel de Caillou. Wir haben aber sonst noch niemanden mit dem Boot gesehen. Die spielen nur irgendwelche Spielchen. I haven't seen anyone else drive a souped-up Capri Kenema motor carriage either. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. Dann ergibt es Sinn, dass sie noch niemanden damit gesehen hat. It's for crossing long distances in the greater Revachol industrial harbor. It's not a toy. Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. She's having a good time arguing against the law. Too good, perhaps.
Vielleicht können wir dem Boot einen Namen geben, wenn es noch keinen hat. The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. Okay, kann mir jemand erklären, warum sie hier die 19 aus dem Englischen mit 15 übersetzt haben? Ist da irgendein Wortwitz, den ich übersehe? Das finde ich strange. The word it feels strange. Such a beautiful boat deserves a proper name. Ich glaube, wir können ihm tatsächlich einen Namen geben. A breeze ripples through the sails and tugs at your hair. Below, the sleek, fish-like shape of the hull parts the water. Beneath that, a resounding darkness. You're reminded of something. Or someone. Okay. Ja, also auf jeden Fall braucht Ihr Boot einen Namen. Okay. How about Cordelati 19? Why? Because it was manufactured in Revachol East by a company called Cordelati, and its hull is 19 paces long. Ah, okay. Dann ergibt auch der Name Sinn. Verstehe. Ja, schnittiger Fisch, Ex jemand oder Dolores? War Dolores unsere Frau? Wir hatten doch eine Frau, oder? Aber die hat uns rausgeschmissen. Irgendwas war da. Nee, das ist hier die Dings. Ex jemand, ja. Oh, wir hatten ein kaputtes Fenster oben. Vielleicht müssen wir diesen Fenstermacher von vorhin finden. Wir brauchen mal eine Stadtkarte. Aber wir hatten doch auch eine Frau, oder nicht? Die hat uns rausgeworfen. Das hatte hier mit dem Vagabullen zu tun. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie hieß. Na gut, nehmen wir Ex jemand. The ex something. The ex what? Vollstreckerin, Ehefrau oder jemand? Wir können einfach nur bei Ex jemand bleiben, wir können aber auch etwas Epischeres daraus machen. Bleiben wir einfach bei Ex jemand. Very absurd. Thank you for the suggestion. I will stick with the factory name for now, but thank you. Langweilig. My sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. Ein schnittiger Aal. Warum nennt sie es dann nicht einfach I'm schnittig? enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. Ich habe das Gefühl, es ist schon wieder Ironie. I really do, the lieutenant thinks. Is she thrown off yet? He's looking at the woman, assessing her. Ja, lassen wir das Boot erstmal. Good. Vielleicht weiß sie. Erfahren wir doch erstmal was hier über den Arbeitgeber. What we do. I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. Okay, und womit verdient das Unternehmen The Geld? Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. Okay, Bohrinseln also. Ja, und wie viel Geld haben die so? I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year, the company booked more than 20 billion real in revenue. Hätten sie mehr als 100 bitten sollen. A billion? Ja, wow. Nehmen wir einfach hier. 20 billion is a large number, but the conglomerate employs 72,000 people. They all need to be paid. Then there are capital improvements, interest payments.
Und dann wird das Boot rumgeschleudert. A conglomerate the size of the wild pines is like a shark. If it stops moving, it will die. Then what becomes of those 72,000 families? It's a tremendous responsibility. Wissen wir das nicht eigentlich schon, woher die kommen? Fragen wir einfach. They started as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samaran and Insulindian Isolas 250 years ago, when pine ships explored the South Seminese and charted Lomantang on behalf of the suzerain. Centuries of care, deliberation, and madness have gone into this endeavor. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. Okay, und was macht ihr denn in einer runtergekommenen Stadt wie dieser hier? You mean aside from being the terminal's legal owners, who are responsible for moving 8% of the world's cargo? Ja, ist bestimmt beeindruckend. Ich weiß nicht, wie viel in dieser Welt bewegt wird. There are no minor cogs in the system. Each terminal must be accounted for, lest the entire system break. Every hiccup in such a system means thousands lose their jobs, the world over. I'm here to assure that doesn't happen. Okay, was für einen Gedanken haben wir hier bekommen? Ach genau, guck mal, ich kann es dir sogar jetzt schon zeigen mit dem Superstar der Extraklasse Ines. Das ist hier so ein neuer Gedanke, wie der Vagabullen-Gedanke. Und da ist es hier, niemand behauptet, dass du ein echter Superstar bist, sondern wir sind ein metaphorischer Superstar und injizieren unseren Rock'n'Roll in unseren Polizistenberuf. Und jetzt haben wir hier noch der 15. Indo-Stamm gekommen. Wild Pines, Feld, Cupress, Centennial, Villiers und La Salle. Ich hasse sowas. Als du Wild Pines hörst, musst du unwillkürlich an die Namen von Revashola Indo-Stämmen denken. Königliche Monopole, Kraken und Schwertfische, von denen es die meisten nicht mehr gibt. YBP, Expander, Saint-Baptiste, Brightest Star, Loom, Resplendent, East Insulindic, Welter und El Cassette. Aber fehlt da nicht einer? Moment, nein. Es waren nur 14. Warum hast du dann das Gefühl, dass es einen 15. Indo-Stamm gibt? Ich bin mir nicht ganz sicher, was es bringt, diesen Gedanken zu verinnerlichen, aber wir werden das bei Gelegenheit mal ausprobieren. Sobald wir hier mit Vagabulle und Superstar fertig sind. Wie eigentlich? Okay, die sehen wir noch nicht. Nee, das ist falsch. So. With your help, hopefully, says her warm tone. Okay, dann der Vollständigkeit halber wollen wir natürlich auch noch wissen, was wir über den Lynchmord wissen. Quite a few things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Okay. Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi from Precinct 57. And this is my colleague from Precinct 41. Wir haben unseren Ausweis. Bestimmt. He looks at you expectantly. Then it dawns on him. Vielleicht auch nicht. How curious. Why is that, Detective? Awkwardness washes over the conversation. The woman doesn't like this turn of events. Genau, ungewöhnliches medizinisches Problem, das zum Verlust unseres Ausweises geführt hat. Ich an ihrer Stelle fände das verdächtig, aber wir probieren's. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Vielleicht habe ich ihn auch gegessen. Ich weiß nichts mehr. Weder über diese Welt noch über diese Stadt. Nichts. Das ist nicht ganz unrichtig. Also, ja, warum nicht? Oh dear. Some kind of encephalopathic amnesia. I don't even know how to respond. Das wird I sein. do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by faking such a condition. As I said, ma'am,
His technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Yeah. Hang on. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. +1 Mitgefühl für deine Amnesie. Okay. Vielleicht können wir ihnen einen Handel anbieten. Feelings will guide the way. Nein. Ja, aber wir müssen doch mehr darüber erfahren. Das ist sehr wichtig für uns. Das ist der Fall, den wir gerade lösen. I assure you, it is no small matter for me either. We all share the responsibility for disarming this situation. I hope you have a badge for me as soon as possible. Nee, sind leider, glaube ich, nur 3 Leute, wenn ich es richtig sehe, da. Oh, dieser guckt bei Ines noch zu. Aber es gibt ja im Zweifelsfall auch ein VOD. Vielleicht ist die Zeit auch einfach ein bisschen unglücklich gewählt, aber ich denke, wir machen heute auch nicht ganz so lange. Wir unterhalten uns hier gerade mit einer Frau, die irgendwie die für den Arbeitgeber mit den Streikenden verhandelt, den Menschen da, die uns letztes Mal verprügelt haben. Und offensichtlich wollen die Arbeiter, dass sie bei jeder Entscheidung des Unternehmens alle unterschreiben müssen, dass das okay ist. Und das scheint auch nicht Verhandlungsbasis zu sein, sondern das wollen sie und sie streiken so lange, bis sie es bekommen. Und sie will uns gerade nicht so richtig was darüber sagen, was sie über den Lynchmord weiß. Weil wir unseren Ausweis nicht haben. Aber sie hat Mitleid mit uns, weil wir ihr erzählt haben, dass wir eine Amnesie haben. Und vor allem haben wir nur das hier und das ist unsere ganze Existenz. She's silent. The wind flaps the sail above her. Ja, sie hat zum Beispiel ein Boot und ein Zuhause. Ich nicht. Ich bin ein Vagabulle. Officer. Aber es wird mich berühmt machen, ganz sicher. You know, I don't mean to sound cold, but if you want something, you have to give something back. More than just guilt. Finde ich jetzt unsinnig. You're doing it. Despite your own best efforts, you're still getting in. Somehow. I'll be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something tangible. Okay, und was? The Union is conducting drug trade out of the harbour. It's an open secret in Martinez. Surely it must not come as a complete surprise to the RCM either. Perhaps it's time to look into it. Okay, wir sollen den Drogenhandel auffliegen lassen. Ob die Zigaretten haben? Or you can find your badge, which honestly seems like a lost cause. Ich befürchte das auch. Ich glaube, wir können das melden, aber naja. Detective, a word in private before we continue. Jetzt will er mit mir reden. Quite as I hoped you would, Detective. Ja, und worauf hat er gehofft? Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance and, not volunteer us to be her henchmen. Sind wir doch gar nicht. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. He doesn't let it show. But there is a limit to how much the consequences of your unprofessional behavior can cost the investigation. Wir finden einfach meinen Ausweis. Irgendwie. Oh, that would be fantastic, but do we have the time? The world is large and your badge is 8 by 6 centimeters. Ja, ich habe mich doch nur in der Bar betrunken. Irgendwo da müsste er doch wohl sein. You could request a new one from the station, but that would literally take months. Was ist ein Vorschlag? No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union.
or that we are on their take. We'd never hear the end of it. What I propose is, we ask her, then we investigate, briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done and demand for her information on the lynching. Zumindest hat er einen sinnvollen Plan. Oh, jetzt, da war es wieder. Ha. Grüne Pflanzen unter der ruhigen Uhr. Okay, das ist wieder nur... sollten wir noch mit ihr reden? Fehlt noch was? You're back. Good. What can I help you with? Ja, ich möchte mehr über den Drogenschmuggel It's wissen. quite straightforward. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the Samaran Isla into Revachol with the Union's blessing. Wild Pines has suspected it for years. Ingredients for what, ma'am? Meth and dextroamphetamine, GBL and various synthetic psychedelics. Honestly, it might be quicker to say what you can't make from the stuff. Okay, und die kommen durch eure Verladestation dahin, ja? Yes. After they clear the terminal, we lose track. The actual production is taking place at various sites in and around Jamrock Quarter, north of here. Wild Pine seems to be well apprised of the local drug trade, ma'am. Do you mean to say the Union also produces the product? Sells drugs, I mean? We're in logistics. It's our business to know. And no. As far as the company knows, the Union does not produce it. They transport the ingredients for a cut. Und dem sollen wir auf den Grund. Yes, but you won't get anything out of Evrat and the Dockworkers Union. Still, every chain has its weak link. Ja. Und das The wäre... lorries. Someone needs to move the ingredients from the harbour into the city. Once they reach Jamrock, they're distributed to a network of local manufacturers well beyond our grasp. But in transit, they are vulnerable. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. One of them might be waiting for a crucial shipment. I'll be explicit. If you find this driver, I will share company secrets with you. You'll be indebted to her, in a way, but one step ahead of the Union in another. Okay, ja, wahrscheinlich, weil sie erst... Vielleicht sollten wir mal rausfinden, was da überhaupt passiert an diesem Kreisverkehr, warum der Stau da ist. No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. However, this is a limited time opportunity. Once the complaint has been processed by the Trade Committee, they'll have no choice but to lower the drawbridge, and the operation will continue. Und wie lange dauert das? Thousands of litres of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol. Not the east across the river, but the west. The vulnerable, the weary. Well, at least this solves one mystery. What is that, Lieutenant? Why I had to call East Motor Track and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kisaragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. I'm sure you understand. Deswegen lässt man einfach mal einen kompletten Verkehr aufstauen. Das klingt logisch. Warum hat sie uns nicht früher kontaktiert? We did. On more than one occasion. Apparently, there's some sort of inter-precinct disagreement about whose jurisdiction this area falls under. Die Bosse sind schuld. We know the company has launched its own probe into the Union's alleged involvement. We also know it's come up empty. It's not just the RCN. No one's been able to find any hard evidence. Well, here's your chance, officers. Also hat sie keine Beweise? Fragen trotzdem mal nach welchen, vielleicht weiß sie ja was. How do you think they're financing this strike? There are thousands of unpaid dock workers going strong for the fourth month straight. There was a shakedown of local businesses preceding the strike. Many were squeezed to bankruptcy to fund it. With all due respect to these desert cacti,
The contents of a few cash registers cannot provide for 2,000 men. The local businesses can scarcely provide for themselves. Also wird das durch Drogenrohstoffe Precisely. finanziert. Smuggled out of that very gate at night, most likely, then loaded onto lorries and driven to Jamrock. You simply need to find one driver who will open up to you. It sounds like she tried looking into it herself, but she's clearly not the type your typical lorryman would confide in. Na, da sind wir als Vagabulle natürlich genau der Richtige für. Ja. Wir haben da vielleicht drüber nachgedacht. Yes? Wir befragen mal die Fahrer. Allein schon, weil ich alle Quests mitnehmen möchte eigentlich. Excellent. According to my reports, there are at least 3 lorry drivers lingering near the roundabout. Hopefully one of them will know something. Ja, mit denen haben wir, glaube ich, sogar schon geredet. It may come to nothing, or it may just blow the case wide open. I can keep the drawbridge up for a few more days at least. You should have the time you need. In the meantime, let me know if there's any other way I may be of assistance. Okay. Of course, Detective. Take care. Wir haben also eine Menge über den Streik erfahren und was es damit auf sich hat und gehen jetzt noch einem Drogenschmuggel nach. Wir sind aber unseren Zigaretten noch keinen Schritt näher. Das ist ein bisschen sad. Können wir das Boot fahren? Nein, können wir nicht. Aber wir haben hier... Okay, es ist mehr wert, als wir im gesamten Leben verdienen werden. Das ist auch traurig. Was habe ich hier eigentlich noch bekommen? Oh, genau. Wir können das hier in die Hand nehmen und dann können wir Dinge aufsammeln. Hat das Spiel gesagt. Riecht nach Hefe und Bier. Ja, gut. Also wir haben hier beim Staurätsel was Neues. Sollen sie befragen und hier müssen wir warten, bis wir das Staurätsel gelöst haben. Na gut. Gehen wir mal weiter. Was ist das hier noch? Oh ja, Magnesium. Oh, wir haben tatsächlich gerade, wir können da einfach draufklicken. Ah ja, okay. Das hier ist damals vor Jahrzehnten. Scheint eine alte Stadt zu sein. Da drin stand ein Motorrad, da kommen wir aber nicht rein. Und irgendwo hier sollte es doch auch noch weitergehen eigentlich. Ich finde nur keinen Weg. Wahrscheinlich ist es hier. Was haben wir da noch? Scheinbar gar nichts. Ich kann es zwar anklicken, aber das war's. Oh, da hinten ist auch noch einer. Der hat eine Zigarette in der Hand. Kommen wir da hin? Hallo Benji! Oh, und wir können mit der Wand reden. Ah, hier geht's durch. Perfekt. Kommt zu den Menschen mit Zigarette. This is a wall on the side of an apartment building. Warum starren wir You sie have an? no clue. It's just a wall. So many walls all over Martinaise, weather-worn, cracked, their paint peeling. Okay. Wir haben eine Wand gefunden. Ich meine, auch schön. Oh, und hier... Oh, warte. Ist das hier der Mord? Nee, das ist nur eine Puppe, oder? Wer ist denn das? Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep? Nein? Pigs come to take me out? Trying to snuff me out? Nicht Then wirklich. why are you sneaking up on me like that? It's not a good idea to scare me, pig. Not a good idea at all. Stranger-Typ. Können wir mit dem... Kommen wir da irgendwie rein? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Okay. Zumindest nicht mit den Wegen, die wir kennen. Aber da oben war jemand mit Zigarette. Vielleicht hat er was für uns. Gartenschlauch, okay. Kommen wir hier oben irgendwie hin? Nee. Schwierig. Oh, wir können aber noch eine Wand ansprechen. Ach, auch wieder Einschusslöcher. Davon gibt es hier eine ganze Menge. Was ist das hier?
Ah, okay, das sind Türen, in die man theoretisch rein kann, wenn sie nicht abgeschlossen werden. I see. Hier gibt's Regenwasser. Auch nicht weiter interessant. Können wir von hier unten mit dem Typen reden? Geht das? Scheinbar. You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Not looking for any trouble, officer. Ja, ich will eigentlich nur wissen, was hier passiert. I don't want to be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cigarette. It's the god of cigarettes and youth. Ask him if he's got anything to spare. Ja! Zigaretten, endlich. Apologies, but this is Oder my auch last nicht. one. The god himself has denied you absolution. Okay. Wir haben den Gott der Zigaretten gefunden und wir brauchen unbedingt Absolution, natürlich. Absolution? I don't know that brand, but I'm pretty sure you can get Astras at the Frit. Ja, aber du kannst mir auch eine geben, oder? I'm not sure that's a good idea. Los. I'm not throwing anything. There's no way you'd catch that cigarette anyway. Sagt meine Auge-Hand-Koordination jetzt so. Yes, really. Don't even try. You'll just embarrass yourself. Okay, dann fügen wir uns mal in unserem... As you wish. Gut. There won't be a next time. I really need to get going. Wollen wir noch mit ihm reden? Gibt es dafür einen Grund? Wir probieren es einfach. Time to bring out your secret charm. Tears and begging. Show him your emotional side. Uff. Throw yourself before his very feet like a dog. Wir weinen doch nicht. Aber wir bringen bestimmt den Müll raus. Aufhören zu trinken ist auch okay. Da steht nichts von aufhören zu rauchen. Trash? Please don't go. I'll even stop smoking inside. Listen, I really have to go. Ah, there it goes. Wasted. You would have gotten at least a few good drags out of it. Good luck with the investigation. Auftrag erhalten. Achso, jetzt muss ich ihm erst zugucken, wie er geht. Aber da oben kommen wir doch bestimmt noch hin. He's gone. Ja, okay, laufen wir ihm hinterher. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. Aber aufgeben, er hatte Zigaretten. He could be a witness. We shouldn't rule out the possibility. There has to be a way of getting inside the building. Once we've found the way in, we can ask around for his apartment. Okay. Was ist denn hier unsere Mission? Gelange irgendwie in das große Wohngebäude, alles klar. Durch die Tür vielleicht? Must be another way into the building. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Gehen wir erst wieder. Können wir mit dem reden? Ne, da kommen wir wieder nicht rein. Okay. Ich weiß nicht genau, was sie gegen diese Puppe da hinten haben, aber wenn sie meinen, sollen sie ruhig machen. Ich muss jetzt hier wieder den ganzen Weg außen rum gehen, ne? Und das bei der langsamen Geschwindigkeit, in der sich der Superstarheldencop durch die Straßen bewegt. Ich will auch mal hier gibt's Bücher. Vielleicht finden wir ja was. Wer weiß das schon. Lesen wir? Können wir lesen? Wir können Straßenschilder lesen, also offensichtlich. Okay. Und mit dem Zeilenumbruch haben sie es hier irgendwie nicht so. Pasteten. Okay. Wir wissen nicht, worum es da drin geht. Buch über Kultur der Boyaderos. Das Glück stromaufwärts zu suchen. Okay.
Und in der Zukunft wird die Regierung mittels Funktechnik die Gedanken der Bürger lesen. Genau, nämlich indem sie uns Impfchips einpflanzen. Da war doch was, ne? Verschwörungstheorien gibt's hier also auch in ausreichender Menge. Wer bist du? Hello, sir. Step right in. The store is open. Ja, hallo. Are you interested in a new and exciting book? Nee. Aber was ist das It's für a ein Laden? bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Ob sie eine Biografie über mich haben? Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. Wie gut sind wir denn? Was ist denn hier mit der Enzyklopädie? Ja, wir sind wirklich nicht so gut da drin, ne? Was ist ein Buch? That is a book. They have stories inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. Ja, was ist ein Brettspiel, fragen wir auch genau. Board games are like little games on a table, made to pass the time. There are several different ones, but sailors here mostly buy cards. She is unfazed by your questions. She would consider it impolite to point out any perceived weirdness. Was ist eine Postkarte? A postcard is a small cardboard picture. You can write a few words on the other side and send it to your friend or beloved. Okay, My danke. pleasure. Anything else you'd like to know? Vielleicht weiß sie ja irgendwas. Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Wir wissen, wie sie... Ja, okay, sie hat es uns noch nicht gesagt, also. My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. Warum steht sie draußen in der Kälte? I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Ich könnte rücksichtslos den freien Markt auflösen. Ja, wir könnten so einem... Wir können ihr ja mal helfen. Kind of you to offer, sir. What could you do to help her anyway? Wir sollten mal mit der Ladenbesitzerin reden. Oh, no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. Aber ich muss doch mit dir reden. Also gar nicht so darüber, dass du hier draußen stehst. Wer sind die Berühmtheiten? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Möglicherweise werden wir dadurch nicht berühmt. But it does make the famous people more famous. Genau, vielleicht schreibt ja jemand auch eines Tages ein Buch über uns. Why would they do that, sir? Weil wir Superstarbulle sind? That's so cool. Maybe they'll make you a book cover picture and everything. Standing over a dead body, holding a gun. Okay, wir fragen mal nicht weiter über Bücher rum und gehen mal rein. Also, Moment. Da war was. 2 Sachen All sogar. around you, rain falls on the great city of Rivershore. Rain drips from the eaves and floods the gutters. Oh, da geht's washing durch. the Da können wir filth away. innen rein. Ist das hier schon wieder die Gewerkschaft? The spring thaw must be here. The snow is melting. Ja, und was mache ich gerade? Looking up at the sky, cold water dripping from your hair. Okay. Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world.
Wie fühlt sich das an? Nass wahrscheinlich. Your shirt sticks to your chest. The shoulders of your disco blazer grow heavy. The cold finds its way in under your skin. You shiver, and the city shivers with you. Oh ja, die Kleine weiß bestimmt, wie sie ein Cover für uns gestaltet. Wir müssen sie unbedingt darum bitten, wenn mal ein Buch über uns geschrieben wird. Was möchten wir denn wissen? Also östlich von hier befindet sich vorrangig Wasser. Ist das Warte, sind wir nördlich ausgerichtet? Ich weiß es gar nicht. Was ist westlich? Sheets of rain over the water. A flight of stairs leading into the ocean. Okay, das ist Westen. Wave after wave washing the coast of Martinaise. The ruins of a half-sunken sea fort crumble on an inlet beyond the Bay of Revachol. Ghosts rise into the sky. Was für Geister. The skyscrapers of La Delta, the financial district. Faint golden light seeps from the office windows. Vielleicht sollten wir ins Finanzviertel, da können wir bestimmt Geld bekommen. Will you ever go there? Werde ich das? No, you are just one of the hundreds of thousands who watch them rise across the bay from Martinaise every day. Schade. Ja, einmal mit den Fingern durchs Haar. Your hair is an oily mess flecked with ash from neighboring coal plants. Smokestacks rise somewhere in the distance. Okay, wir werden nass, das wollen wir nicht weiter. Ja, genau, da hier kann man durch in den Hof. Da will ich auch gleich einmal hin. Laden machen wir dann danach, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was dieser Schauder hier bedeutet. This rain will not let up anytime soon. You should get a raincoat. There's a freight to the east. They sell them there. Ah, okay. Und ich habe noch einen Schauder, wie es aussieht. Nee. Ein Erotikbuch. Okay. Aber gehen wir mal hier in den Hinterhof. Das könnte tatsächlich interessant sein. Erstmal hier wieder. Ah, okay. Das ist ein Schild. Wollen wir doch mal gucken, was er uns so zu erzählen hat. Kuno's got this. Oh yeah, nappa gumpy, Kuno. Hat er kurz Zeit für uns? Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. Auf eine Puppe. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. Bin dabei. Wieso ist das spannend? I mean drugs. The kid's on drugs. Nicht sicher. Yeah, Kuno, ride the lightning, Kuno. Kuno's riding at sea. The rake, Kuno. You should throw the rake at him, Kuno. Was macht The die da? fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Ja, genau, das ist ein Kunai hier. Den wirft man auf Feinde. Will er mit uns abhängen? Wir sind, nee, wir suchen nur nach den Rohstoffen für Drogen. Fuck no. Kuno doesn't buy that shit. Fucking entrapment shit. The fuck are you talking about? He's calling us Kuno. He says we're fucking each other. Das ist genau, was Geschwister bedeutet. Was zur Hölle ist verkehrt mit denen? Fragen wir mal den Kollegen, vielleicht hat der eine Idee. We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. Naturgewalten, ja? You will see. Ich habe trotzdem ein paar Fragen. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show Ist das me what you got. tatsächlich unser Tatort? Spielen die häufiger? Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? Ja, der ist ganz Whatever. schön anstrengend. Kuno doesn't give a shit. Er ist Kuno. Ja, das ist ein bisschen
schwierig gelöst, dass man den Namen immer schon sieht und dann noch danach fragen kann? Kuno's Kuno, pig? Kuno. Primal. Violent. X-mal unlikable. Ja, die dritte Person macht ihn schon sehr, sehr unlikable. Fragen wir ihn nochmal danach. The fuck are you calling a third person? Kuno's the fucking first person? Ja. Okay. Meinst du, Kandra würde da auch so drauf antworten? He looks slightly confused, but proud he came up with that retort. But right as he's getting distracted, you hear a malevolent hiss from behind the fence. Ist das Tenmo? Können wir ja mal versuchen, den NPCs jeweils Forencharaktere zuzuordnen. Wie wär's? Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Nein, wirklich nicht. Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! Was zur Hölle? Was ist verkehrt mit denen? He's got the Kuno, help! Wir gehen einfach, der ist mir zu anstrengend. Yeah? Get out of here before the Kuno beats the shit out of you. Yeah, that's right. Drag your fat ass out of here, fat boy, before Kuno fucks you. Das sind zwei ganz coole Kerle, ganz Don't listen. offensichtlich. Just go. Hören wir hin oder nicht? Ist Yoshi ein Superstarheldencop? Mit Gärtnerhandschuhen? Dann ist er eindeutig der Cop. Okay, Ziegen. Ich glaube, eine Ziege haben wir bisher noch nicht gefunden. Aber wir können ja mal versuchen, eine zu bekommen. Aber gut, wir hören erstmal hin. Fine! Got fucked by the Kuno. Oh ja, We alright? You wanna get fucked again? Come back! das hat uns Moral gekostet. Grandios. Können wir mit der Leiche reden? The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. Ich finde ja, der Baum sieht ein bisschen aus wie so ein DBD-Hook. Also vielleicht wird hier einfach nur DBD gespielt. Wir sollten nach der Entity suchen gehen. You seem to be holding your breath. Ja, okay, gucken wir mal auf den A Boden. cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Ja, ich spiele doch nicht zu viel DBD. Niemals. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns jetzt nicht übergeben, ist sehr gering. Grandios. Wie genau sind wir Cops geworden? The smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you'd expected. More fever than odor. It fills your mind, flushing you from within. Ja, komm, wir lassen es einfach raus. Lecker. You feel a great force ringing from your stomach. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach acid. Ja, meine Güte. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Ja. Ich hätte es ihm nicht wiedergeben wollen, nachdem ich es genutzt habe. Oh ja, absolut, der Erzähler ist fantastisch. Ich finde allgemein die Synchronisation von dem Spiel ist wirklich, wirklich gut. Manchmal ist es ein bisschen verwirrend, weil sie vorhin bei dem Boot die Übersetzung mit der 19 und 15 wegen der Metazahl hatten, aber es ist wirklich fantastisch gevoiced.
The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Ja, okay. Woher kriege ich Ammoniak? That young woman, the gardener, mentioned she used salts for the smell. If she doesn't have any, there might be some in the fridge store nearby. Okay, wir holen uns irgendwann Ammoniak. Das Spiel ist schon echt gut. Also, ich bin noch ein bisschen verwirrt, was wir tun, aber so langsam ergibt sich zumindest einigermaßen Bild, was passiert und was hier los ist. Und ich muss sagen, ich bin wirklich bisher sehr, sehr angetan. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. Haben wir schon. He's about to blow. Cop's gonna blow, Kuno. Nein, haben wir schon. Warum heißt er eigentlich Kuno S? Ich bin verwirrt. Okay, was ist damit? Was haben wir hier bekommen? Wir haben ein weißes Taschentuch bekommen. Eine Ecke ist mit Spitze und dem Portier verziert. Ist das überhaupt seine? Können wir das nehmen? Nee, okay. Die Eltern keine guten Namen vergeben haben. Ja, hier kann man sein Kind ja mal. Das eine Kuno, das andere Kuno S. Okay, wir brauchen also Ammoniak, damit wir uns mit der Leiche beschäftigen können. Da werden Kräuter angebaut. Aber dann müssen wir doch jetzt eigentlich wieder auf der Rückseite von dem Dings sein, oder nicht? Oder hatte ich das falsch verstanden? Okay, Kuno bewirft weiter unsere Leiche. Ich muss ja mal sagen, ich finde uns sehr sexy so mit dem komplett, mit dem Anzug und den gelben Handschuhen und dazu so eine schöne Plastiktüte. Ist doch optimal. War das hier die Gärtnerin? Oh, tatsächlich, das hier ist der Laden, aus dem wir am Anfang gekommen sind. Dann ist das hier die Gärtnerin. Hello again, officer. How are things? Genau, wir brauchen die Salze. Sure. I'm done with them. Okay. Wir haben nur immer noch keine Zigaretten. Das ist abgeschlossen. Untersuche die Leiche des Opfers. Können wir weitermachen. Okay. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Haben wir, glaube ich, eh schon. Ampulle mit Ammoniak. Okay, sehr schön. Und wir sollten mit den Lastwagenfahrern reden. Machen wir doch hier erstmal weiter. Hello again, my man. What's on your mind? Wie direkt wollen wir ihn auf die Drogen ansprechen? Sechs. Also ganz direkt, ja. Okay. Ines möchte 2. Wir könnten eigentlich erst nach ein paar, wir können erst nach Geld fragen, das ist schon sinnvoll. Das hat bei der Frau auch geklappt. Vielleicht klappt es bei ihm auch. Und danach fragen wir ihn nach den Drogen. Huh? Oh. No, I ain't got any money. They don't want to pay for unfinished work. Oh, und wer sind The sie? bosses, man. Ja, okay, er ist also pleite. You know. What you need? Welche Antwortoptionen andere ausgrauen, beziehungsweise... nee. Tatsächlich nicht. Ich glaube aber, also bisher so in dem ersten Gesprächsmenü konnte ich bisher immer alles auswählen und dann hast du quasi so aufklappende Dialoge, wo du aber in der Regel nur einmal hinkommst. Es sei denn, ich weiß nicht, ich könnte jetzt wahrscheinlich den hier nochmal wählen und hätte dann vielleicht eine andere Option, den haben wir ganz am Anfang mal ausprobiert. Aber so die ersten Sachen kann man eigentlich immer alle durchgehen, außer man hat das halt wie bei diesem Raucher, der da auf dem Balkon stand, wenn der weggeht, dann nicht mehr. Aber ansonsten, weiß ich nicht, also ist wahrscheinlich eher so nach Logik, was
könnte dazu führen, dass er danach nicht mehr mit uns zu tun haben will oder so, dass wir da nicht mehr mit ihm reden können. Okay, aber er wirkt bestimmt wie jemand, der sich mit Drogen auskennt. Ah, man. Me and narcotics go way back. Had some good times surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? But those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my man? Ja. Okay, sind Sie Drogenschmuggler? Können Sie mir Drogen verkaufen? Und, ja. Okay, ihr sagt, wir suchen einen Dealer. Wir suchen eigentlich nur einen Zigarettendealer. Hey, man, that's serious criminal talk. Are you trying to pull some sort of an entrapment thing on me? Nein, natürlich nicht. Keine Polizeifalle. Entrapment is where a law officer gets a person to commit a criminal offense they otherwise wouldn't commit, often through some trickery or fraud. Ja, warum beantwortet er das jetzt? Ich wollte, dass er anders beantwortet. Yes. It's like trying to trick a person into doing something criminal that they'd never do. Nein, das würde ich natürlich nie tun. Then what are you trying to accomplish? Drogen kaufen, obviously. So much for subtlety. Better get straight to the point. Ja, okay. We have a credible lead, sir. Someone on this roundabout is waiting for a bulk shipment from the harbor to load it on their lorry and drive it to Jamrock. Ja, genau. Wir haben einen Hinweis. Not me, man. No way. I don't need any trouble. Shit's bad enough anyway. This jam's got folks up in arms, and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Okay, und ja, okay, obviously steckt er fest. Vielleicht hat er ja eine Ahnung. Look, man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. Ja, ist ja okay. Was transportiert er denn so? 3. Erstmal über die Leiche ausfragen. Meinetwegen. He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. Okay, und womit beschäftigt er sich? Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Okay. Und was ist sein Entschluss? A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. Denkt er über Selbstmord nach? Vielleicht sollten wir ihm einen Psychologen empfehlen. Ja, ich möchte aber trotzdem noch wissen, was er transportiert. Vielleicht bringt uns das weiter. Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Time to arrest him. Ja, wir wollten einen Kumpel in der Unterwelt. Nein, was transportiert er wirklich? Ja, okay, wir stellen uns dumm. Ha, no, I'm joking, my man. Found runs a nice, clean business. This haul of cargo is mostly sporting goods. You know, tracksuits and that kind of thing. They usually get shipped to Grad and the Occident, though we've been making headway in the Il-Moran market lately. Kriege ich so einen Anzug? We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. Okay. Und ist das sein LKW da? This rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht bringt es uns weiter? Ja. Neat. For carrying large quantities of cargo a long distance. These found tracksuits need to find their way to the kids way out in Wamrau and Laurent Bird somehow. There it is again. A little touch of sadness beneath his cool. He thinks he spent too long in this lorry. Okay, also ist alles völlig legal, was er da macht. Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. Na gut. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Oh, guckt mal hier. Ja. Sie ist wiederholbar, okay. Dann machen wir das jetzt einfach mal.
In his eyes, an unfamiliar longing, flecks of brown and gold. Okay, und inwiefern ist It's das hard to vertraut? say. His gaze wanders southwest, down the street that goes beyond the horizon. The road continues for miles, flowing together with other roads, turning into causeways or bridges, ending suddenly in dead ends, or ramping up or down highways. It forms a crisscross pattern across the land. Und wohin? Above the Jamrock Quarter, in the form of a raised motorway, and then the never-ending sprawl of Forburg, high above buildings, new and old, the air filled with the rumble of motor engines. To the old south, to the farthest outskirts of Revershaw, through the checkered fields of farmland, upstream to the river Esperance, past Montmartin, the border approaches. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau tut Schauder eigentlich. Das ist doch auch hier so eine Sache, oder? Ja. Spüre deine Nackenhaare, werde eins mit der Stadt. Info entsteht, wenn die Temperatur fällt. Es ermöglicht dir, die Stadt zu hören. Eine supranatürliche Fähigkeit, bei der vergangene Schandtaten wiederkehren und sich Szenen aus der gesamten Stadt direkt vor dir abspielen. Aber wer spricht da zu dir? Man wirkt wie ein Verrückter, alles klar. Mit 4 ist das schon relativ hoch, oder? 5, 6, ja okay, 5, 6 waren so unsere höchsten. Ich weiß gar nicht, können wir da noch sehr viel weiter überhaupt kommen? Fügst nicht über genügend. Okay, für 100 Punkte können wir das erhöhen. Interesting. Oh, Zimtsterne, nice. Lisa hatte vorhin schon gesagt, dass es mit Zimt gibt. Macht ihr die Zimtsterne mit Nüssen ähnlich? Gehören? Ich habe noch nie Zimtsterne gebacken, um ehrlich zu sein. Aber ich dachte, da wären keine Nüsse drin. Ich dachte, ich kann die essen. Okay, erstmal wollen wir aber rausfinden, was hinter der Grenze liegt. You cannot see. It's out of the city. Up ahead, the mist blocks all sight. A gale blows across your cheeks. It is cold. Before you stands a tall lorry driver with sad eyes. Okay. Ist auch eine Weile her, dass ich das letzte Mal Zimtsterne gegessen habe. Vielleicht sollte ich es auch nicht wieder tun, wenn die mit Nüssen sind. Oh ja, das kann natürlich sein, dass wir die mit Mandeln gemacht haben. Man kann ja, also in den meisten Rezepten kannst du ja problemlos Mandel durch Nüsse ersetzen. Excuse me? Genau, ich verspüre auch Sehnsucht. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping in absence, you know. I miss my family. They're all I have. My wife, second kid on the way, waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit, so far from home. Was ist Diora? Diora of the Seven Seas. It's on the other end of Le Caillou, pretty much. On another island called Laurentide, off mainland. We've got a little place there. Can almost hear my kid laugh when it snows. Und wie ist es, wenn einem jemand fehlt? What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. What about you, Cop Man? You missing someone? Is that what it is? This feeling? Vermisse ich No, jemanden? it's scarier than that. You're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow, and the past. Sind wir mal ehrlich zu ihm. Er wirkt wie ein sympathischer Mensch. Hunted? By what? Ein Ex-Jemand. Oh, shit.
Okay, sind wir jetzt wirklich gerade dran gestorben, dass wir ihm erzählt haben, dass wir uns gejagt fühlen? You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw. Das ist bestimmt nur Sodbrennen. No, it's many years of combined self-neglect and self-abuse. Wollen wir bei Bewusstsein bleiben? Wir könnten auch einfach loslassen. Nicht loslassen. Okay, wenn der Chat sagt, wir versuchen beim Bewusstsein zu bleiben. All you feel is pain and weakness. You have to surrender now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face. Like you always thought you would. You only see pain and fear. Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Ptolemy Price, the deceased superior officer, commented, "That ain't easy on the ticker." He loved his liquor, sure, said Detective Chester McLean, friend and colleague. But I think before he ever had a heart attack, his heart was broken. According to an official statement given by the RCM, the officer was on the brink of solving a murder case. Was? Achso, ich kann nicht... Oh, ich dachte gerade, das ist komplett weg jetzt, der Spielstand. Ich muss von vorne anfangen. Okay, das ist wieder da hinten im Laden, kurz nachdem wir uns übergeben haben. Ja, wir sind gestorben, weil wir jemandem erzählt haben, dass wir uns gejagt fühlen. Ich denke, wir sollten also irgendetwas finden, um unsere Gesundheit wieder aufzufüllen. Aber ich würde auch sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hatte ja gesagt, so lange machen wir nicht. Und wenn wir jetzt wieder anfangen, dann sind wir die letzten 20 Minuten damit beschäftigt, hier nochmal das zu machen, was wir schon gemacht haben. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so interessant. Dann wiederholen wir das beim nächsten Mal nochmal. Klicken uns da eben durch. Entdecken vielleicht noch ein bisschen was Neues. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Und der nächste Stream kommt dann demnächst, wie war angekündigt, im Discord. Oder einfach hier bei Twitch. Danke fürs Zugucken und ja, bis dahin.